Hi und willkommen auf unserem YouTube-Kanal Neuland Stories. Wir sind Svenny, Basti und hinter uns liegt noch unsere Hündin Pepper. Wir sind mittlerweile seit über 3,5 Jahren in unserem selbst ausgebauten Campervan unterwegs und seit knapp über 2,5 Jahren auf der Panamericana. Wir sind aktuell in Argentinien und wer einen kleinen Überblick über unsere Reise bekommen möchte, der kann natürlich all unsere YouTube-Videos schauen. Oder es gibt noch im ZDF eine Dokumentation von Abenteuerfreiheit. Die gibt es aktuell in der ZDF-Mediathek zu sehen. Die verlinken wir auch natürlich nochmal unten in der Box. Da hat uns das Fernsehteam in Peru und Bolivien begleitet. Und wir sind ziemlich stolz auf das, was dabei rausgekommen ist. Und oder ihr guckt unsere YouTube-Videos und die Dokumentation. Genau, dann wisst ihr nämlich überhaupt komplett, was los ist. Ja, heute soll es aber gar nicht um uns gehen, sondern um unseren Van hinter uns. Den haben wir 2020 selbst ausgebaut und wir haben tatsächlich in der Zeit, in der wir in ihm leben und auch nach unserem Ausbau nie eine Roomtour gemacht. Und wir dachten jetzt, nachdem unsere Panamericana-Reise hier kurz vor Schluss ist, wir kurz vor Buenos Aires sind, machen wir doch nochmal eine Roomtour und zeigen euch ungeschönt, wie unser Van aktuell aussieht, was überlebt hat, was nicht, was wir wieder so verbauen würden, was wir anders machen würden. Und, ihr bekommt also mal eine Roomtour nach fast 4 Jahren Vanlife, was man nochmal machen würde und was nicht. Also wirklich ein richtig gutes Fazit, was funktioniert, zumindest für uns, und was nicht. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter hier rumquatschen, gehen wir einfach mal rein und zeigen euch, wie es drin aussieht. Yes, los geht's. Bevor es aber reingeht, ganz kurz einmal die Fakten zum Fahrzeug. Denn wir haben den Transporter komplett leer gekauft. Es ist ein Fiat Ducato 250 115 Multijet. 115 wegen der 115 PS, der wahrscheinlich kleinste Motor, den es in einem Ducato gibt. Aber wir sind komplett zufrieden damit. Er hat uns die ganze Reise begleitet. Mal besser, mal schlechter, aber wir sind bis ans Ende der Welt gekommen. Das Chassis ist ein Leitfahrwerk, das heißt, wir mussten es ein bisschen auflasten. Das Leitfahrwerk ist bis 3 Tonnen zugelassen. Wir haben es auf 3,28 Tonnen aufgelastet. Dafür haben wir Zusatzluftfedern für die Hinterachse verbaut, die mit einem Kompressor funktionieren. Und wir haben natürlich die eine oder andere Modifikation außen vorgenommen. Und die zeigen wir euch jetzt mal. Das Wichtigste als erstes, mein absolutes Lieblingsupgrade an diesem Van sind die Zusatzscheinwerfer, die wir verbaut haben. Die sind auch so zugelassen mit diesem kleinen Bullenfänger hier vorne und sind wirklich taghell und würde ich immer wieder so machen und absolut empfehlen, denn das haben wir so oft gebraucht, in Kanada, auch in Südamerika. Also dieses Zusatzlicht, weil die normalen Scheinwerfer vom Fiat Ducato, zumindest bei unserem, sind eher so Taschenlampen, da kann man nicht viel mit anfangen und die helfen enorm, egal wo man unterwegs ist. Bei den Reifen haben wir die klassischen BF Goodrich All-Terrain genommen auf einer Alufelge. Ich glaube, das ist der absolute Klassiker-Reifen unter Vanlifern und Campern. Hat uns auch überhaupt nicht in den Stich gelassen. Das ist der zweite Satz, den wir mittlerweile haben. Fahren den immer so ungefähr 60.000, 70.000 Kilometer und hat wunderbar funktioniert. Wir hatten keinen Reifenplatzer oder ähnliches. In einen Nagel sind wir gefahren, das konnten wir aber flicken. Ja, und ansonsten würden wir die, glaube ich, immer wieder nehmen. Ein weiteres Upgrade, was wir während der Reise gemacht haben, ist unser Roof Rack, die fest verbaute Leiter und die Eintrittsstufe. Also wir würden immer wieder einen Roof Rack haben wollen. Das haben wir jetzt von Anfang an nicht verbaut und haben gemerkt, wir brauchen den Platz auf dem Dach für Sachen, die dazugekommen sind, wie das Surfbrett, unser Max-Track. Wir haben noch eine Tasche hier oben drauf. Das Coole an dem Roof Rack ist, wir haben das Maß anfertigen lassen in Mexiko. Deswegen hat es auch eine Starling-Halterung bekommen. Wir konnten es genauso designen, wie wir wollten. Das Problem dabei ist, dass es aus Stahl ist. Es ist super, super schwer. Die Halterungen wurden extra dafür angefertigt, die vielleicht nicht ganz hundertprozentig passen. Wir haben relativ wenig dafür bezahlt, sind auch froh, dass wir es jetzt hatten, werden es aber nicht mit nach Hause nehmen, weil wir würden, glaube ich, immer einen Alu Roof Rack empfehlen, weil das jetzt auch an vielen Stellen jetzt rostet. Es ist vielleicht nicht ganz perfekt gemacht worden, waren aber froh für den Platz, den wir hatten.
Allerdings würden wir vielleicht dann doch die einen oder anderen Euro mehr ausgeben und einen Alu-Roof-Rack verbauen. Aber ansonsten kann man dazu sagen, dass wir vor allen Dingen die feste Leiter richtig schätzen. Am Anfang hatten wir eine ausziehbare Leiter dabei, so eine Teleskopleiter. Die haben wir, glaube ich, schon nach einem halben Jahr wieder weggetan, weil es einfach zu viel Platz gekostet hat. Die immer wieder auf- und abzubauen war sehr nervig. Deswegen waren wir sehr happy mit einer fest verbauten Leiter, bei der man immer schnell hoch und runter gehen kann, vielleicht Starlink hochpacken oder irgendwas runterholen. Ja, das würden wir, glaube ich, auch immer wieder so machen. Nur wie gesagt, nicht unbedingt so ein schweres Stahl-Roof-Rack. Achso, und natürlich haben wir auch Solar verbaut. Das sind 180 Watt. Das war damals, als wir ausgebaut haben, das größte Solarpanel, was man raufbauen konnte. Wir wollten nur ein einziges draufpacken, aber zum kompletten Elektrik-Setup kommen wir sowieso noch. Hier hinten unter unserem festen Bett haben wir die Heckgarage, wobei ich mir nicht mal so ganz sicher bin, ob das wirklich Heckgarage heißt. Wir nennen es irgendwie so, keine Ahnung. Da haben wir natürlich den meisten Stauraum und alles verpackt, was wir so dabei haben. Wir haben es relativ einfach gemacht. Wir haben uns eine Holzkonstruktion gebaut, wo genau die Kisten reinpassen, die wir dabei haben. Ja, wir haben einmal so kleinere Holzkisten, wo wir so aller möglichen Krimskrams drin haben, wo wir nicht wussten, wohin damit. Wir haben eine Box für Peppis Fressen. Das ist ziemlich praktisch, da passen so 10 Kilo rein und wir haben ein bisschen Vorrat für Peppi an Trockenfutter dabei. Das können wir auch über jede Grenze mitnehmen und ja, es reicht so für 1,5 Wochen. Ziemlich simpel, aber fanden wir jetzt ziemlich praktisch. In den großen Boxen hier unten haben wir Sachen drin, wo wir nicht so oft dran müssen. Da sind zum einen Ersatzteile fürs Auto drin und so ein bisschen Werkzeug. In der linken Box haben wir ja, so verschiedenen Outdoor-Kram, zum Beispiel für zum Surfen, unsere Neos, Handtücher und noch ein bisschen was für den Winter auch, was wir so verstaut haben, was wir jetzt gerade gar nicht brauchen. Hier oben haben wir nochmal so eine Holzkiste, da sind noch ein paar Schuhe drin. Und hier hinten haben wir 2 große Obstkisten. Die sind ziemlich praktisch, weil die super robust und leicht sind. Da haben wir so Vorräte drin. Also alles, was wir an Dosen kaufen können und was ein bisschen länger haltbar ist, haben wir da drin, damit wir nicht alles frisch kaufen müssen. Und tatsächlich haben wir relativ viel Platz. Das ist echt praktisch. Ja, so haben wir auch immer Vorräte dabei. Und Wanderschuhe sind noch hier hinten. Wir haben ein Flaschenbag dabei für ein paar Getränke. Und was hier noch drin ist, zeige ich euch gleich. Da muss ich mal kurz freiräumen. Kompressor, ziemlich wichtig. Den haben wir sehr oft benutzt. Ausgewähltes Werkzeug. Zewa, alles wichtig. Hier auf der linken Seite haben wir unseren Wassertank verbaut. Das sind 75 Liter, die da reinpassen. Dazu noch eine Outdoor-Dusche und 1, 2 Fächer, die wir noch dazu gebaut haben. Einmal ein Fach hier oben für Peppis ganzes Zeug, was jetzt auch ein bisschen für noch so Kühlwasser und ein bisschen Werkzeug genutzt wird. Und unsere Outdoor-Schublade, hier haben wir ganz viel verschiedenen Kram drin. Da sind von Wanderstöcken über Hängematte, über Verlängerungskabel, ein Yoga-Block sehe ich noch, ein Waschsack. Ja, da ist all möglicher Kram drin. Die ist ziemlich groß, die Schublade. Das sind Sachen, die wir auch nicht so oft verwenden, aber es ist cool, dass wir es überhaupt dabei haben, was da drin ist. Denn wenn man mal eine Hängematte aufbauen kann, ist das ziemlich cool. Und damit können wir auch zu einem anderen Punkt, dass wir anders bauen würden. Denn wir haben hier unseren Wassertank-Einlass und der ist nicht nach draußen verbaut. Wir hatten, als wir es gebaut haben, keine Lust mehr, noch ein Loch in den Van zu bohren. Und irgendwie dachten wir, das passt ja so auf, wir können ja ruhig immer die Tür aufmachen, das ist ja gar kein Problem. Das ist schon echt nervig, weil man da nicht so richtig gut rankommt. Und da gibt es einmal den normalen Verschluss, den kann man auch abschließen, was natürlich eigentlich nur sinnvoll ist, wenn man das auch draußen hat. Und ja, hier ist der Gardena-Anschluss. Das Wasser läuft nicht so easy da rein. Es geht schon alles, aber ich würde es das nächste Mal auf jeden Fall nach draußen bauen, dass man von draußen befüllen kann. Vor allen Dingen, wenn mal der Schlauch abgeht oder das überläuft und das vielleicht nicht über diesen Überlauf geht, sondern irgendwie an dem Befüller ausläuft. Und das hatten wir wirklich oft. Dann läuft es hier halt immer direkt in den Van. Draußen läuft es einfach draußen raus und ist gar kein Problem. Also wirklich, baut es auf jeden Fall nach draußen, macht ein Loch mehr rein, passt. Ja, wir haben hier so diese Gardena-Anschlüsse und da gibt es ein Set mit allen Größen, die es so gibt, von ganz klein bis groß, mittel. Können wir sehr, sehr empfehlen. Wir haben, glaube ich, 4 oder 5 unterschiedliche gebraucht auf unserer Reise, aber mit diesem einen Set kommt man durch Europa
Nord-, Südamerika, funktioniert überall. Ist richtig gut und ist auch nicht teuer. Zum Befüllen haben wir hier diesen 10 Meter lebensmittelechten Schlauch. Das ist ein Schlauch. Jetzt. So. Okay, dieser Schnellschnapper, der funktioniert nicht mehr ganz so gut. Da gibt es immer mal wieder Probleme, aber funktioniert jetzt nicht, weil nicht an. Ja, hatte alle schon bessere Tage, aber wir können draußen duschen. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Allerdings nur kaltes Wasser, weswegen wir das in den letzten Wochen, Monaten nicht so viel benutzt haben. Aber zum Beispiel Neos abspülen oder so funktioniert richtig gut. Und ja, wenn es warm ist, können wir richtig gut draußen duschen. Und nichts ist besser als eine Outdoor-Dusche, liebe Leute. Mit kaltem Wasser. Yes. Achso, und unser kleines Staufach für unseren Schlauch, wo vielleicht hier und da mal nochmal Wasser rausläuft, ist ein Ikea-Sack. Und ansonsten versteckt sich hier hinten noch unser Elektrik-Setup. Wir haben eine 300 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, Ladebooster, einen Wechselrichter, allerdings aktuell nur mit 110 Volt und nicht mit 220 oder 230 Volt, weil wir den in Mexiko tauschen mussten. Und da gab es keinen anderen. Das ist ein bisschen blöd, aber hat auch funktioniert. Ja, Solarladeregler. Wir haben Solarpanel mit 180 Watt auf dem Dach. Ist ausreichend, aber ich glaube, ein bisschen mehr wäre schon cool. Aber wir sind damit auch zurechtgekommen, da wir auch während der Fahrt mit dem Ladebooster laden und dann geht es eigentlich. Wir können so, je nachdem wie viel wir arbeiten müssen, irgendwie zwischen 3 und 5 Tagen autark stehen, wenn die Sonne nicht scheint. Achso, der letzte Teil zu unserem Wassersystem ist natürlich auch das Filtersystem. Wir befüllen einmal mit einem Aktivkohle und einem Vorfilter, bevor das Wasser in den Wassertank geht. Also das kommt direkt davor. Und dann vor dem Wasserhahn haben wir nochmal einen Aktivkohle und einen Nanofilter. Damit trinken wir eigentlich auch alles, was wir an Wasser tanken, wo auch gesagt wird, dass es Trinkwasser ist. Das filtern wir natürlich trotzdem nochmal. Aber so müssen wir nicht die ganze Zeit immer irgendwelche Wasserkanister kaufen, sondern trinken auch das Wasser, ja, womit wir abspülen. Ist ziemlich praktisch und damit auch ein Dankeschön an den Sponsor des heutigen Videos. Alpfilter ist ein Unternehmen aus Deutschland, was sich auf die Fahne geschrieben hat, eine attraktive Alternative zu Trinkwasser aus Plastikflaschen oder auch normalen Glasflaschen anzubieten. Und das ist ihnen unserer Meinung nach richtig gut gelungen. Wir benutzen unser Filter-Setup von Alpfilter schon seit dem Einzug hier in unseren Van vor knapp 4 Jahren. Und egal ob in Europa oder entlang der Panamerikaner, egal ob von Tankstellen oder Campingplätzen oder irgendwelchen dubiosen Wasserhähnen, wir hatten nie Probleme mit unserem Trinkwasser und konnten es immer aus dem Wasserhahn trinken. Die Filtergehäuse sind aus sehr hochwertigem und langlebigem Edelstahl gefertigt. Das macht sie besonders robust und passt eigentlich perfekt ins Camperleben. Auch der Anschluss ist extrem einfach durch die Drehverschlüsse und wir haben es jetzt schon seit knapp 4 Jahren im Einsatz, haben sie oft ein- und ausgebaut, zugemacht, neue Filter reingepackt und selbst nach 4 Jahren sind die noch komplett dicht, haben eigentlich keine Gebrauchsspuren und ja, das zeigt für uns, dass es einfach eine wahnsinns hochwertige Qualität ist und wir sind super happy damit. Mit dem Aktivkohlefilter können jegliche Rückstände wie zum Beispiel aus organischen Schadstoffen, Pestiziden oder Aromen gefiltert werden. Der Nanofilter hingegen kommt bei hoher bakterieller bzw. Keimbelastung zum Einsatz. In Kombination der beiden Filter also die perfekte Lösung für sauberes Trinkwasser im Camper. Wir haben uns vor der Reise einen ordentlichen Vorrat an Aktivkohle- und Nanofiltern zugelegt und mittlerweile sind auch nicht mehr viele übrig. Wir haben aber auch zum Glück nicht mehr so lang. Falls ihr aber einen Nachschub an Filtern benötigt, ist das gar kein Problem, denn Alpfilter liefert weltweit, was ziemlich cool ist. Und ihr könnt also auch, wenn ihr irgendwann keine Filter mehr habt, einfach neu bestellen und das System weiter benutzen. Und das finden wir eigentlich ziemlich cool, denn so braucht man das ganze System nicht austauschen und kann einfach Ersatzfilter benutzen. Mittlerweile haben wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wann wir die Filter immer tauschen müssten, weil meistens dann der Wasserdruck so ein bisschen nachlässt.
aber wir tauschen sie spätestens immer alle 3 bis 4 Monate. Das empfiehlt auch Alpfilter und damit sind wir bisher sehr gut gefahren. Wir sind einfach mega happy mit dem Filtersystem von Alpfilter, weil wir es einfach schon seit 4 Jahren benutzen und noch nie irgendwelche Probleme hatten. Es ist nicht nur, dass wir nicht krank wurden vom Wasser und es immer alles gut war, sondern was mich extrem überrascht hat, ist, dass wir auch gechlortes Wasser gefiltert haben und der Chlorgeschmack komplett rausging und das Wasser richtig gut geschmeckt hat. Ja, das fand ich extrem cool. Ja, das war richtig cool. Wir verlinken euch auf jeden Fall unser Filter-Setup unten nochmal in der Beschreibungsbox und mit dem Link Neuland5 spart ihr 5% bei eurem Einkauf bei Alpfilter. Und damit viel Spaß beim sauberen Wasser trinken. Das ist unsere Heckbox. Haben wir schon ein paar Mal geölt und ein paar Mal eingeschmiert mit allem möglichen Zeug. Hat aber auch schon ganz schön viel mitgemacht. Ja, normale Alu-Heckbox haben wir anfertigen lassen. Die wurde in Polen so maßgefertigt, auch wie wir das so haben wollten. Ist angepasst auf einen Thule-Fahrradträger. Also zumindest auf diese Halterung. Wir haben die normalen Fahrradträger abgebaut. In Europa hatten wir die Fahrräder noch dabei. Für Südamerika wollten wir ein bisschen mehr Stauraum. Hier haben wir so Zeugs drin wie Wanderschuhe, Laufschuhe, Ölzeugs, Additiv, Gummistiefel. Alles, was nicht unbedingt im Van bleiben soll, was vielleicht auch ein bisschen mehr stinkt. Ja, und haben einfach noch mal ein bisschen extra Stauraum. Finden wir super gut. Was man noch sagen kann, wir haben hier so einen kleinen Stauraum oben drauf noch packen lassen. Das hatten wir mal ursprünglich geplant für Feuerholz. Allerdings, wenn man zu viel draufpackt, ist es einfach dann doch zu schwer für die Hecktür, die ja sowieso schon ein bisschen gelitten hat. Deswegen sind da jetzt immer die Müllsäcke drauf gelandet, die wir ja irgendwie nicht wegbringen konnten, weil wir gerade im Nirgendwo waren und konnten zumindest den Müll draußen platzieren. Und das war echt richtig praktisch. So, und ich glaube, das war's, was es draußen zu sehen gibt. Bevor wir jetzt aber wirklich reingehen, noch ein einziger Punkt draußen am Van, denn wir haben noch Zusatzschlösser verbaut. Das sind einmal die Heo-Safes, die wir bei allen Türen verbaut haben. Das heißt, die Schiebetür ist nochmal extra gesichert, Fahrer- und Beifahrertüren, auch die Hecktüren. Und zusätzlich dazu haben wir auch noch ein T-Tronic-Alarmsystem verbaut. Und damit fühlen wir uns einfach eigentlich total sicher, egal wo wir sind und wenn wir unterwegs sind, dass der Van auch wirklich safe abgeschlossen ist und im allerschlimmsten Notfall kriegen wir sonst eine Nachricht aufs Handy und wissen Bescheid. So, jetzt geht es aber wirklich rein und wir gucken uns mal den Van von innen an. So einfach ist es gar nicht. Denn diese Tür funktioniert auch nicht mehr so richtig gut. Zuallererst, wir haben hier an der Seitentür ein magnetisch schließendes Moskitonetz. Dasselbe Moskitonetz haben wir auch hinten an der Hecktür. Und zwar ist das Netz in dem Türgummi eingespannt. Sprich, es ist wirklich komplett verschlossen. Also es kann wirklich kein Moskito, keine Fliege reinkommen. Sie kommen natürlich trotzdem manchmal irgendwie rein, wenn wir hier das Moskitonetz aufmachen. Aber das ist wirklich die perfekte Lösung und das haben wir uns auch nachträglich erst zugelegt für hinten und auch hier vorne. Gerade bei warmen Temperaturen, wenn man hinten die Tür und vorne die Tür offen haben kann, um Durchzug zu kreieren, könnten wir uns nicht mehr wegdenken. Das ist wirklich ein Must-Have. Wenn man das natürlich nicht braucht, kann man das Moskitonetz einfach hochrollen und hier mit den Clippern befestigen und dann ist es quasi aus dem Weg. Kam bei uns sehr selten vor, dass wir es nicht gebraucht haben. Außer vielleicht über 4000 Meter in Bolivien, wo wirklich kein Insekt mehr gelebt hat. Beim Eingang ist auch unser Panel für unsere Standheizung. Die Standheizung ist auch unter Flur verbaut, also unterm Auto, also nicht innerhalb des Vans. Ist verbunden mit unserem Dieseltank und ja, wir können sie hier einfach ein- und ausschalten und der warme Luftausgang ist dann hier direkt unterm Sitz. Wir haben die Öffnung so angepasst, dass die warme Luft hier einmal so quer durch den Raum strömt und macht den Van eigentlich innerhalb von wenigen Minuten warm. Hier sind 2 Hymersitze verbaut, also Sitze, die normalerweise in einem Hymer-Wohnmobil sich befinden. Die sind ja meistens auf Fiat Ducato-Basis, weshalb die perfekt in unseren Fiat
Ducato reinpassen. Wir hatten davor hier eine Doppelbank, die überhaupt nicht verstellbar war und ziemlich unbequem waren, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir die Modelle hier auf eBay Kleinanzeigen gefunden und würden die auf jeden Fall auch immer wieder verbauen. Und ja, die beiden sind drehbar, was uns nochmal den Wohnraum ein bisschen vergrößert. Und wie man sehen kann, unschwer haben wir die Trennwand rausgenommen, die auch drin war. Was wir auch immer wieder so machen würden, weil es einfach so viel mehr Platz gibt. Es wirkt nicht sehr viel Platz, aber es ist so viel mehr Platz. Und ja, einfach von hinten nach vorne schnell kommen zu können, um mal wegzufahren oder andersrum, wenn man ankommt, von vorne nach hinten direkt in den Wohnraum zu können. Das ist schon echt purer Luxus für uns und genießen wir sehr. Was kann man noch hier sagen? Wir haben ein neues Soundsystem verbaut. Das war uns am Anfang sehr wichtig, weil wir wussten, wir haben lange Strecken vor uns. Wir wollen Musik hören, wir wollen Podcasts hören. Deshalb wollen wir ein gutes Soundsystem haben, was es angenehm macht, das eben zu hören, zu konsumieren. Und gleichzeitig haben wir dazu auch noch ein neues Radio verbaut, was Apple CarPlay hat, womit wir dann unsere Handys verbinden können. Was ich am Anfang dachte, so, brauchen wir nicht. Wir können ja unser Handy an die Scheibe packen und da dann die Navigation machen. Aber ich bin mittlerweile sehr froh, weil wir doch auch in sehr heißen Gebieten unterwegs waren. Und wenn wir da unsere Handys jedes Mal unter die Windschutzscheibe geknallt hätten, hätten die einfach innerhalb weniger Minuten Übertemperatur bekommen. Und ja, das ist sowohl für Technik nicht gut, als auch für Technik nicht gut. Apropos Hitze unter der Windschutzscheibe. Wir haben hier, wie nennt man das? Covers, Windschutzscheibencover. Die haben wir für vorne und für die Scheiben rechts und links. Würden wir auch immer wieder kaufen und jedem empfehlen, die mitzunehmen, egal ob bei Kälte oder bei Hitze. Es hält entweder die Wärme im Van, wenn es kalt ist, oder es hält die Hitze draußen, wenn es draußen warm ist. Also Daumen hoch. Gönnt euch die, falls ihr sie noch nicht habt. Gönnt euch vielleicht bessere, als wir jetzt haben, weil die sind schon ganz schön mitgenommen und halten nicht mehr ganz so gut. Ein kleines Extra haben wir noch, was wir auch sehr, sehr wertschätzen. Das muss ich aber erst aufbauen. Und zwar haben wir uns ein Brett so maßgeschneidert zugeschnitten, dass wir das hier vorne einbauen können und dann quasi wie ein Schreibtisch-Arbeitsplatz haben, der mega viel Platz bietet und einfach perfekt ist, weil man dann nicht mehr hinten irgendwie im Weg sitzt, wenn man was arbeiten möchte am Laptop und man ja einfach diesen kompletten Platz nutzen kann und manchmal, wenn die Sonne nicht zu doll reinknallt, auch die Aussicht. Willkommen in unserer Küche. Wir haben in unserer Küche 2 Oberschränke verbaut. Im hinteren Oberschrank haben wir Teller, Töpfe, alles, was wir zum Kaffee, Tee machen brauchen und unsere Öle und Essig. Und in dem ersten Oberschrank haben wir alles, was wir so fürs Bad benötigen. Zahnpasta, Zahnbürste, alle möglichen Hygieneartikel, die man halt so im Van gebrauchen kann. Was wir bei den Oberschränken anders machen würden, definitiv. Wir sind eigentlich ziemlich zufrieden mit den einfachen Scharnieren, die wir haben, aber wir haben keinen Zwischenboden eingebaut. Sprich, wir stapeln gefühlt alles aufeinander, was bei Öl und so eigentlich ganz praktisch ist, dass es keinen Zwischenboden gibt, weil man die einfach so reinstellen kann. Aber ja, gerade Töpfe und Teller und alles stapeln wir alles ineinander rein und müssen dann alles immer hin und her räumen, damit wir an den Topf rankommen. Ist jetzt auch dem geschuldet, dass wir neue Töpfe kaufen mussten, weil die alten Töpfe, diese extra Campingtöpfe, die man ineinander stapeln konnten, sich das Teflon abgeschält hat und wir die loswerden mussten und neue Töpfe gekauft haben. Und deshalb sieht es jetzt auch so super chaotisch da drin aus, aber das ist definitiv was wir nochmal mehr durchdenken würden und dann darauf maßschneidern würden, was wir haben. Aber aktuell sieht es halt einfach so aus, wie es aussieht. Unterm Hängeschrank haben wir eine maßangefertigte Kupferstange von meinem Papa. Die nutzen wir, um Geschirrhandtücher aufzuhängen oder Bikinis, eben alles, was zum Trocknen aufgehängt werden muss. Dahinter haben wir ein magnetisches Gewürzregal. Die Gewürzdosen haben wir natürlich nicht selbst gemacht, aber die Halterung dahinter, also wir haben einfach ein Stück Metall, dünnes Blech,
an die Wand gebohrt, genagelt, gepackt, geschraubt und das hält ziemlich gut. Und nebendran haben wir noch ein kleines eingelassenes Regal, wo wir ja auch Gewürze, aber auch Honig oder andere Kleinigkeiten verstauen während der Fahrt oder auch generell. Wir haben unsere Küche gefliest mit echten Fliesen, mit Mexiko-Fliesen. Würden wir auch immer wieder so machen. Viele haben uns abgeraten, weil sie dachten, das fällt ab oder ist zu schwer. Zu schwer vielleicht ja, aber irgendwie mögen wir die Optik total gerne und es macht irgendwie den Bereich mega wohnlich und bisher hat es jede Schotterpiste überstanden, was wir mega cool finden. Nicht so unser Wasserhahn. Unser Wasserhahn hat leider beim letzten Mal Schotterpiste, Wellblech und vielleicht auch die Minusgrade in Bolivien nicht überstanden. Da ist dann einfach dieser vordere Aufsatz abgefallen. Aber er funktioniert noch und wir benutzen ihn jetzt einfach bis zum Ende. Man kann ihn auch immer noch rausziehen und so benutzen, was sehr praktisch ist, weil wir ein sehr tiefes Waschbecken haben, was wir auch von Anfang an wollten und auch immer wieder so verbauen wollen, weil ja, man kann einfach viel einfacher Geschirr abspülen und sagen wir mal, wie es ist, man ist einfach die ganze Zeit dabei, irgendwas abzuspülen, weil man irgendwie keine Spülmaschine hat. Und ja, wenn man mal irgendwie schnell losfahren muss, kann man das Geschirr da reinpacken, später abspülen oder man kann seine Haare drin waschen. Also ein großes, geräumiges Waschbecken kann ich nur jedem empfehlen. Wir nutzen es auf jeden Fall sehr viel und würden es uns auch auf jeden Fall wieder so verbauen. Wir haben hier noch so ein kleines Körbchen, wo wir unser Obst und Gemüse drin verstauen. Das haben wir nachträglich hinzugefügt, weil wir sowas nicht hatten und sind jetzt sehr happy, dass wir das hier haben und Obst und Gemüse nicht einfach irgendwo in den Schubladen oder so verstauen müssen. Und ich habe Empanadas gemacht gestern. Die sind der perfekte Roadtrip-Snack. Das werde ich schon sehr vermissen, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber noch haben wir sie. Zu unserem Wassersystem. Wir haben eine Druckwasserpumpe verbaut und wir hatten auch eine lange Zeit einen Druckwasser-Ausgleichsbehälter, der den Wasserstrom so ein bisschen gleichmäßiger machen sollte. Der ist uns aber leider in Kanada bei minus 22 Grad draufgegangen. Aber die Pumpe funktioniert auch ohne diesen Ausgleichsbehälter ziemlich gut. Man hat halt einfach diese Pumpbewegung, macht uns aber gar nichts aus. Der Schalter ist auch in diesem kleinen Regal verbaut, das nach innen weggeht. Und darüber haben wir auch eine Zewa-Rolle, die haben wir uns auch neu zugelegt oder während der Reise. Nebendran haben wir noch 2 Haken angebracht, wo Basti seine Cappies aufhängen kann. Wir aber das auch für jegliche Klamotten zwischendurch manchmal nutzen. Haken sind generell eine Sache, wo wir sagen, die können nie genug verbaut sein. Hier unter dem Hängeschrank haben wir dann auch nochmal ein extra Licht verbaut, was speziell am Abend ziemlich praktisch ist, weil man dann einfach, wenn man hier arbeitet, viel bessere Lichteinwirkung hat auf das, was man tut, wie wenn es nur von hinten kommt und man die ganze Zeit Schatten wirft. Genau, unter der Spüle haben wir eigentlich ein ganz einfaches Fach mit Tür. Wir haben da unseren Mülleimer und ja, Peppys fressen. Also hinten haben wir die große Box. Das machen wir dann immer in einen kleinen Behälter, der dann hier unten drunter kommt. Ja, Vorratssachen unter anderem auch und die Matte, die wir zum Abspülen benutzen, Mehl, Zuckerbehälter und ja, alles, was so Haushaltskrimskrams ist hier unten drunter. Nebendran haben wir 2 Schubladen. Die obere Schublade ist für Besteck und Gewürze und ja, alles anderer Kleinkram und die Schublade unten drunter ist für unseren Omnia, für Gläser, Tassen und so Alu-Tupperware, Alu-Boxen, die wir zum Wandern immer mitnehmen. Was ich zum Wassersystem vergessen habe zu sagen ist, wir haben natürlich auch einen Abwassertank. Der Abwassertank ist Unterflur, also unterm Auto verbaut. Und wir haben hier quasi den gleichen Sensor wie auch fürs Frischwasser, nur eben fürs Abwasser, damit wir sehen können, wann der Tank voll ist und können dann mit einem elektrischen Kugelhahn unten den Hahn öffnen und dann Abwasser ablassen, wenn wir möchten. Der Tank ist, glaube ich, 25 Liter groß. Wir waren so ein bisschen beschränkt, weil eben da so viel Balken sind und Handbremse und Kram. Deswegen konnten wir nur einen bestimmten Bereich nutzen. Und wir sind sehr froh, dass er noch unten dran ist. Wir sind auch richtig happy, dass wir das verbaut haben, weil zu Beginn
haben wir den Abwassertank hier direkt unter dem Spülbecken gehabt und das waren, glaube ich, auch so um die 20 Liter. Und das jedes Mal rein und raus zu hieven, war doch echt ziemlich mühsam und anstrengend und vor allem hat es den kompletten Bereich unter der Spüle in Anspruch genommen. Also den Stauraum, den wir jetzt da haben, den hatten wir davor gar nicht. Deswegen können wir das nur empfehlen, den Abwassertank unter das Auto zu verbauen, wenn es die Möglichkeit gibt. Wir sind damit sehr zufrieden. Unter den beiden Schubladen haben wir einen Dometic Kompressor 12 Volt Kühlschrank. Sagt man das in der Reihenfolge? Ich weiß es gar nicht. Genau, 45 Liter hat der, 4 Liter davon ungefähr sind gefrierfach. Wir würden sagen, die Größe reicht. Wenn wir die Wahl hätten, würden wir vielleicht eine Kühlschrankgröße größer wählen, also so 57 Liter ungefähr, weil er doch schon ein sehr begrenztes Format hat. Und ja, wir lieben trotzdem das Gefrierfach, perfekt für Eiswürfel und es passt eigentlich auch alles rein. Aber gerade für Obst und Gemüse, wenn man in heißen Temperaturen unterwegs ist, wäre ein bisschen mehr Platz dafür schon echt besser. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir unseren Herd verbaut. Wir haben einen Gasherd mit 2 Kochfeldern, was perfekt ist. Wir können alles kochen, was wir wollen. Wirklich alles. Es gab bisher kein Limit. Ich müsste schwer drüber nachdenken, was das Limit ist. Vielleicht, keine Ahnung, Fritteuse. Aber selbst Pommes konnten wir in der Pfanne schon machen. Unten drunter haben wir nochmal eine Schublade für alle Utensilien, so Kochlöffel, Pfannenwender und den ganzen größeren Küchenkram. Da kommen auch von dem Gasherd die Aufsätze kommen in die Schublade während der Fahrt, weil die sind lose und die wollen wir während der Fahrt einfach nicht hier oben drauf haben. Und ganz unten drunter ist unsere 11 Kilogramm Gasflasche und mit der kommen wir so um die 4 Monate eigentlich ziemlich gut aus. Wir benutzen es aber auch nur ausschließlich fürs Kochen. Also weder Kühlschrank noch Heizen oder irgendwas, sondern nur Kochen. In jedem Land, wo wir Gas befüllen wollten, haben wir auch Gas befüllen können. Nebendran haben wir, damit die Fläche ein bisschen erweitert werden kann, quasi so einen kleinen Klapptisch, den wir nach oben klappen können, der uns einfach ein bisschen mehr Arbeitsfläche bietet. Und wenn man den Sitz umgedreht hat, kann man das sogar auch als Tisch oder auch als Arbeitsfläche nutzen. Unter dem Klapptisch haben wir unseren normalen Tisch quasi verstaut. Das ist einmal eine Tischplatte, die bekommt noch einen Fuß und dann kann sie hier hinter mir in die Stange am Bett eingehakt werden. Unter den beiden Sitzen haben wir natürlich auch Stauraum. Unter dem Sitz, wo ich gerade drauf sitze, haben wir unser kleines Klo, unsere Trenntoilette und ein kleines Fach, wo wir unsere Handtücher und andere Badeutensilien verstaut haben. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Camping befasst sich auch irgendwann mit dem Thema Toilette. Und wir würden, glaube ich, immer wieder eine Trenntoilette der Chemietoilette vorziehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Stauraum. Das nutzen wir hauptsächlich für Essensvorräte wie Nudeln, Reis, keine Ahnung, Öle, Couscous, Popcorn, sehr wichtig, Popcorn, Mais. Alles so trockene Lebensmittel, die wir hier unterm Sitz verstauen. Der Sitz öffnet sich so nach oben und unten drunter haben wir dann auch nochmal ein Fach, was sich so nach vorne öffnen lässt, wo wir dann Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, rote Beete und so gelagert haben. Also alles Gemüse, was dunkel und hauptsächlich gekühlt, wenn es denn möglich ist, bei den Temperaturen gelagert werden können. Und dann direkt daneben hat natürlich unsere kleine Hündin, das heißt so klein ist sie ja gar nicht, hat Peppi ihr kleines Fach. Und zwar sehr, sehr wichtig, dass sie ihr eigenes kleines Reich hat, dass sie nicht uns irgendwie so im Weg rumliegt und wir über sie drüber steigen müssen oder keine Ahnung, sie ständig irgendwie bewegen muss und irgendwie keinen Ort hat, wo sie sich so richtig entspannen kann und sie keiner nervt. Und deshalb haben wir ihr so eine kleine Box hier unterm Bett gemacht mit einem kleinen Schaumstoffkissen und das ist ihr Reich. Da fühlt sie sich auch super wohl. Da zieht sie sich auch immer direkt zurück, wenn sie ihre Ruhe haben möchte. Und würden wir immer wieder so machen. Also wir würden nicht darauf verzichten, dass sie ihr eigenes kleines Bett haben kann.
Bevor es ins Schlafzimmer geht, haben wir noch ein, zwei Sachen. Und zwar ist hier an dem Oberschrank über dem Schlafzimmer sind die Kontrollpaneele, einmal fürs Solarpanel und einmal für den Frischwassertank unterm Bett. Hier hatten wir noch einen An- und Ausschalter für unseren Wechselrichter, der leider kaputt gegangen ist in Mexiko, den wir auswechseln mussten. Der neue ist jetzt per Bluetooth steuerbar, deswegen brauchen wir den Schalter nicht mehr, aber der Schalter ist halt einfach immer noch da, weil sonst hätten wir da ein Loch. Aber Frischwassertank und Solarpanel und Batteriekontrolle funktionieren 1A. Direkt daneben haben wir einen kleinen Apothekerschrank, das ist so ein Minischrank, den wir hier oben haben. Ist perfekt für Taschentücher und allerlei Medikamente, die wir dabei haben. Und direkt über mir ist unser Fenster. Das würden wir auf alle Fälle ändern, das nächste Mal, wenn wir einen Van ausbauen. Und zwar würden wir hier einen Ventilator einbauen. Wir haben hier nur ein Dachfenster, was man auf und zu machen kann. Mit einem Ventilator drin hat man einfach nochmal einen viel besseren Luftzug, gerade wenn es warm ist oder wenn man hier drin kocht. Und deshalb würden wir das auf jeden Fall ändern, sobald wir können. Jetzt zu unserer wertvollsten Schublade wahrscheinlich, unserer Technikschublade. Ist auch die größte Schublade und befindet sich unter unserem Bett. Hier befindet sich all unsere Technik, die wir zum Arbeiten benötigen, zum Filmen, also Kamera-Equipment, Arbeitsequipment, Podcast-Equipment. Hier sind unsere Mikrofone verstaut. Und apropos Podcast-Equipment, ja, wir haben einen Podcast. Der Podcast heißt Zweimal um die Welt. Da berichten wir wöchentlich über unsere Reise durch oder entlang der Panamerikaner. Zu Beginn haben wir noch mit Anne und Fabi von den Neuland-Pionieren gestartet. Da haben wir uns im Wechseltausch über das Reisen in Europa und in Nord- und Südamerika ausgetauscht. Aktuell machen das Basti und ich alleine, laden uns aber auch immer mal wieder Gäste ein, die auch auf der Panamerikaner unterwegs sind. Und das macht richtig viel Spaß und bringt nochmal mehr Perspektiven, welche Leute mit welchen Fahrzeugen einfach hier unterwegs sind. Genau, das haben wir alles hier unten in der Schublade. Wir würden nächstes Mal, glaube ich, irgendwie eine Option in die Schublade verbauen, dass wir die Geräte hier direkt in der Schublade laden können. Das haben wir irgendwie so kreuz und quer im Van verteilt mit den Steckdosen. Hier an dem Sitz ist ein USB-Outlet, wo wir Sachen laden können. Auf der anderen Seite ist eine 230 Volt Steckdose, die durch den 110 Volt Wechselrichter jetzt nur noch 110 Steckdose ist, aber ja, hier können wir dann einen Laptop laden. Auf der anderen Seite, hier oben in dem Hängeschrank ist nochmal ein USB-Outlet, wo man Sachen laden kann, aber alles ist irgendwie so unsortiert verteilt und nicht an einem Ort und dann liegt ständig irgendwo was rum. Deswegen würden wir nächstes Mal auf jeden Fall in die Schublade eine Option verbauen, dass wir die Sachen da drin laden können. Kurze Pause. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert haben solltet, vielleicht neu auf dem Kanal seid oder vielleicht schon ein paar Videos geguckt habt, aber eben noch kein Follower seid, dann lasst uns doch mal ein Abo da, da würden wir uns riesig drüber freuen. Ihr würdet uns unterstützen bei dem, was wir hier machen. Das hilft unserer Arbeit ungemein. Und wir können weiterhin diese Videos für euch zur Verfügung stellen und auch kostenfrei weiterhin. Und ihr kriegt auch immer mit, wenn neue Videos rauskommen, nicht nur über unsere Reise, sondern auch, wenn wir Reisetipps geben, irgendwelche hilfreichen Sachen zum Van. Und wir würden uns einfach total freuen, wenn unsere Community wächst und wir weiterhin unsere Reise mit euch teilen können. Also lasst doch mal ein Abo da am Ende dieses Videos und liked es natürlich auch, wenn euch das gefallen hat. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit der Roomtour. Willkommen im gemütlichen Teil des Vans, und zwar in unserer Schlaf- und Couch-Lounge-Ecke. Wir haben an der Decke 4 LEDs hier über dem Bett und 2 LEDs vorne über der Küche. Die kann man sowohl von hier hinten anmachen, aber auch von vorne am Herd. Es sollte eigentlich so ein Wechselschalter sein, hat nicht so ganz funktioniert. Wenn man jetzt also vorne ausschaltet und nicht am gleichen Schalter, dann wird es nur so halb gedimmt, aber so haben wir auch eine gedimmte Funktion. Nehmen wir, wie es ist. Wir haben uns für ein 1,95 x 1,40 Bett entschieden, also ein großes Bett. Uns war wichtig, dass wir, egal wo wir sind, immer gut schlafen können. Wir haben eine gute Schaumstoffmatratze, vollwertige Bettwäsche. Auf den Komfort wollten wir einfach irgendwie nicht verzichten und wir sind sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben. Wir haben eine Überdecke drüber, über der Bettwäsche für Peps, weil neben ihrer Box unten, wo sie sich gerne zurückzieht, liegt sie doch auch sehr gerne hier oben auf dem Bett.
wenn wir vorne irgendwas rumwuseln. Da kann sie einfach viel besser beobachten. Wenn wir es über den Tag nutzen, das Bett, oder am Abend, dann meistens, um vielleicht mal einen Film zu gucken, dann können wir uns dann hier an der Wand anlehnen und können hier quasi unser iPad an der Halterung befestigen, theoretisch. Die ersten 3 Jahre hat es auch funktioniert. Das letzte halbe Jahr leider nicht mehr so gut, weil auch das hat unter den Schotterpisten hier ganz schön gelitten. Und die Halterung ist leider mittlerweile kaputt und wir müssen das hier immer so mit Gummibändern befestigen. Das hält aber auch nicht mehr wirklich so richtig dolle gut. Würden wir aber immer wieder so machen und müssen wir uns einfach Ersatz besorgen. Also ja, ist jetzt einfach Ende der Reise nicht mehr zu gebrauchen, aber würden wir wieder so machen und wieder hier so verbauen. Das ist an den Oberschränken verbaut, wo unsere Klamotten drin sind. Hier vorne in dem ersten Oberschrank sind meine Klamotten drin. Im hinteren Oberschrank sind Bastis Klamotten drin. In meinem Oberschrank ist noch ein bisschen Technik mit drin und ja auch ein Platz, wo man Sachen laden kann. Platz reicht völlig aus. Über der Fahrerkabine haben wir noch einen Schlund, wo wir so Jacken und große Fleece-Pullover und sowas verstauen. Aber das meiste eigentlich an Klamotten ist hier oben drin. Fast. Ich glaube, wir haben alles erwähnt, was es zu erwähnen gibt. Fast. Wir haben das Offensichtlichste noch nicht erwähnt, denn, wie man hier sieht und hört, unser ganzer Van besteht aus Holz eigentlich, also so drumherum. Wir haben uns für Nut und Feder entschieden. Würden wir das nochmal machen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also es macht schon sehr viele Geräusche, vor allem weil das Holz so ineinander sitzt und je nach Temperatur dehnt sich natürlich das Holz aus oder zieht sich zusammen und es quietscht und knarzt hier im Van doch schon ganz schön, aber irgendwie macht es das auch gemütlich und ja, ist wie so eine kleine Cabin. Ja, Cabin, Holzhütte am Waldrand und keine Ahnung, wir fühlen uns einfach ultra wohl hier drin. Am Anfang, als wir ihn ausgebaut haben, haben viele auch ihn als Sauna bezeichnet, als die Möbel noch nicht drin waren und man nur das Holz so gesehen hat. Aber ich glaube, wir würden es vielleicht ein bisschen, trotzdem noch viel Holz und viel Holzoptik, aber vielleicht nicht mehr Nut und Feder. Aber dadurch, dass wir so viel Holz haben, hat unser Van noch den Namen Groot bekommen. Denn der Name, das werden wir oft gefragt, warum Groot, stammt von dem Marvel-Charakter Groot, der ja ein Baum ist und aus Holz besteht und seine Freunde beschützt, indem er seine Baumastarme um sie herum schlingt. Und das tut irgendwie unser Van auch und beschützt uns damit, deswegen der Name Groot. Ja. So. Das ist auch immer noch wichtig. Stimmt. Das ist schon wichtig zu erwähnen, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ja? Ja. Sehr gut. Wenn euch die Roomtour gefallen hat oder euch unsere Videos gefallen, dann gebt dem Account Neuland Stories doch ein Abo. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das unterstützt uns und unsere Arbeit einfach immens. Das können wir, glaube ich, nicht oft genug erklären. Bei uns gibt es immer noch ein Support-Herz, was ihr bei uns in die Kommentare packt. Und da freuen wir uns immer drüber. Und natürlich ein Emoji der Woche. Was ist denn das Emoji der Woche? Etwa ein Van? Das ist ein Van, sehr gut. Unabgesprochen. Ja, und damit würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Falls ihr noch Fragen habt zum Van, irgendwas wissen wollt, was wir vielleicht hier doch nicht erzählt haben, haut es in die Kommentare. Auf jeden Fall. Sagt uns mal, ob man das hinten Heckgarage nennt, keine Ahnung. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jegliches Feedback und schaltet ansonsten nächsten Sonntag wieder ein. Und dann gibt es einen neuen Vlog von uns mit euch auf Reisen oder wo wir sonst so sind. Genau. Danke. Ende.